Herzlich willkommen zu einem neuen Emil Frey Car Review. Heute der Mazda 6e, schon die 4. Generation von Mazda 6 und das ist definitiv die interessanteste Generation. Bevor das Video aber losgeht, abonniere den Kanal und schreibe Kommentare, welches Auto du als nächstes sehen willst. Schauen wir uns kurz die technischen Daten an. Es gibt den 6e als EV und EV Long Range. Der EV hat Heckantrieb und leistet 258 PS und 320 Nm Drehmoment. Der EV hat eine 68,8 kWh starke Batterie, eine kombinierte Reichweite von 479 km und er schafft es in 7,6 Sekunden von 0 auf 100. Der Long Range ist ebenfalls nur als Hecktriebler erhältlich. Wie es der Name schon sagt, bietet der Long Range vor allem eine größere Reichweite. Um das zu erreichen, büßt er ab ganz wenig PS ein. Er leistet nämlich nur 245 PS und ebenfalls wie der EV 320 Nm. Die Batteriekapazität erhöht sich auf 80 kWh. Der Long Range schafft er mit 552 km kombinierte Reichweite. Der Sprint von 0 auf 100 schafft er in 7,8 Sekunden. Der Mazda 6e ist etwas über 4,9 Meter lang, nicht ganz 2 Meter breit und etwa 1,50 Meter hoch. Der 6e gibt es in 2 Ausstattungsvarianten, Takumi und Takumi Plus. Preislich startet der Mazda 6e bei 43.600 für die EV in der Takumi-Variante. Das Topmodell EV Long Range Takumi Plus startet bei 47.200 Franken. Der Mazda 6e ist auch bekannt als Mazda EZ6 im chinesischen Markt. Das Auto ist ein Joint Venture zwischen Mazda und Changan, einem chinesischen Autohersteller. Und man merkt definitiv den chinesischen Einfluss, auch dann drinnen, vor allem beim Infotainment, wo es noch ein paar spannende Sachen hat, die noch lustig übersetzt sind. Aber dazu kommen wir zuerst noch. Schauen wir mal, wie er aussen aussieht. Wir haben eine schöne LED-Signatur vorne in der Front. Das sind Tagfahrlichter, die effektiven Scheinwerfer sind in diesem kleinen Teil innen versteckt. Zusätzlich haben wir hier noch weitere Lichtsignatur um den Grill herum, wo unter anderem den Ladestand anzeigt. Das heisst, wenn ich jetzt noch 50% habe, würde sich die Auto nur noch zur Hälfte auffüllen. Im chinesischen Markt ist auch die ganze Front beleuchtet. Das ist im europäischen Markt jetzt nicht so eingeplant worden. Aber ansonsten finde ich es eine schöne, sportliche Front. Hat typische Mazda-Züge, die sich auch hier zeigen. Weiter auf der Seite, wir haben 19 Zoll Aero-Felgen drauf. Das Auto hat 2 Ausstattungslinien, Takumi und Takumi Plus. Takumi ist die hochwertige Ausstattungslinie bei Mazda. Das heisst, man hat bei dem Auto schon mal eine sehr gute Grundausstattung. Weiter auf der Seite die eingeladenen Türgriffe, die man so aufmacht. Das Heck ist damals ein bisschen anders wie im Vorgänger. Man hat da viel mehr ein absenkendes Heck. Man hat auch einen Heckspoiler jetzt eingebaut. Der Heckspoiler fährt bei 90 km/h aus oder auch, wenn man eingestellt hat, dass er einem sozusagen begrüßt, dann fährt er kurz den Heckspoiler auf und dann wieder runter. Die Lichter da hinten gefallen mir auch sehr gut. Die Rauten aus der Front ziehen sich durch und da klassisch so ein bisschen die runden Heckleuchter, die man ja schon von ganz vielen Mazdas kennt. Also von hinten gefällt mir auch gut. Ich bin nicht ganz so zufrieden, wie hoch der da hinten wirkt. Der Vorgänger hat ein bisschen schöner ausgesehen und ein bisschen schöner abgestuft, aber es ist definitiv stimmig mit dem gesamten Designbild. Das Auto, das wir hier stehen haben, hat eine 80 kWh Batterie und über 500 km Reichweite. Dann hinten zum Kofferraum, da ein kleiner Mazda-Schriftzug in einem sehr kleinen Font. Wir haben hier kein typisches Logo. Aber zum den Kofferraum aufmachen und dann klicken und dann geht eigentlich bis fast auf die ganze Klappe auf. Das heisst, man hat sehr viel Platz, um da etwas reinzureichen. 466 Liter und wenn man die Sitze runterlegt, über 1000 Liter Kofferraumvolumen. Zusätzlich zu dem relativ genügenden Kofferraum hinten haben wir auch noch einen Frank, der 70 Liter Volumen hat. Da kann man tipptopp einen kleinen Koffer oder so rein tun. So, und jetzt gehen wir mal in den Innenraum schauen, weil dort fangen meiner Meinung nach die Highlights an. Bevor wir innen anfangen, da noch rahmenlose Scheiben in der Tür. Das finde ich ein sehr edles Design-Feature. Ansonsten hinten Platz, sehr gut. Ich bin 1,88 Meter. Ich komme knapp oben ein bisschen mit den Haaren an, aber definitiv aushaltbar auch auf längere Distanzen. Und für mich das Highlight da in dieser Takumi Plus Ausstattung, die Sitz und das Interior. Es fühlt sich so edel an und so bequem. Es ist wirklich super schön gemacht, so mit dem Alcantara-Finish, überall sonst alles beledert. Wir haben auch die Türen da nochmal das Alcantara eingeladen. Da unten eine hochwertigere Plastikoberfläche. Unten nochmals das Kunstleder. Und dann ganz unten kommt dann der Hartplastik. Aber ich finde es also wirklich in dieser Preisklasse absolut einmalig, so ein schönes Interior, auch mit den vielen belederten Flächen. Wir haben auch da hinten ein Touchscreen auf der Klimabedieneinheit. Das kann man definitiv in dieser Preisklasse sonst nicht finden. Auch das Panoramadach, das elektrisch auf und zu machbar ist, wirklich schön angenehm dahinten. Ich fühle mich da definitiv in einem Premium-Auto und sehr schön. Gehen wir vorne schauen.
Jetzt sind wir vorne und da merken wir definitiv den grössten Unterschied zu der klassischen Mazda-Designsprache. Im Vergleich zum Beispiel zum CX-60, den wir auch schon im Review hatten, klickt hier oben, um das Video anzuschauen, haben wir da fast keine Knöpfe mehr oder praktisch gar keine mehr, die du siehst. Wir haben einen grossen Bildschirm in der Mitte, wo wir eigentlich wirklich alles vom Auto darüber steuern. Wir haben ein Steuerrad, das noch ein bisschen haptische Knöpfe hat, aber auch nicht wahnsinnig viel. Und ich habe noch 2 Hebel, ansonsten habe ich eigentlich keine Knöpfe. Ich habe auf der Seite keine, das einzige natürlich noch zum Scheiben auf und zu machen, aber das war es dann eigentlich gewesen. Und den Rest steuern wir über den Bildschirm steuern. Bevor wir zum Screen kommen, noch kurz zum Rest des Interiors. Zum Beispiel die schön versteckten Knöpfe da, zum das Mittelfach aufmachen, das auch relativ gross ist, die 2 Cupholder, die induktive Ladeschale, die gekühlt ist, sehr schön aufgeräumter Lenkrad, vorne ein Head-Up-Display, das super klar ist, der kleine Bildschirm in der Mitte, wo man einfach noch die wichtigsten Informationen gibt. Und wie gesagt, einfach die schönen Materialien, die darin verbaut sind. In der Takumi-Klasse haben wir auch schon sehr gute Ausstattungslinien, aber im Takumi Plus wird es innen einfach noch viel hochwertiger, eben mit den Sitzen, die ich schon angesprochen habe. Das Alcantara zieht sich auch da vorne durch, bis da unten, also wirklich eigentlich, wo man es schon gar nicht mehr wirklich spürt. Also von der Verarbeitung kann man wirklich gar nichts bemängeln, super schön gemacht. Und jetzt schauen wir eigentlich das Hauptbedienungselement von dem Auto mal genauer an. Ich möchte jetzt nur einen kurzen Überblick über das Infotainment geben, weil es geht sehr tief rein. Das ist jetzt auch in der Startscreen auf der rechten Seite das Bedienelement für alle Sachen, die man im Auto steuern kann, das Ambientelicht, das Panoramadach, das ich automatisch ein- und ausfahren kann, also alle öffnen, alle schließen, das Head-Up-Display, das ich abstelle und wie gesagt, die Ambientebeleuchtung, die ich da einstellen kann. Wenn ich das externe Panorama gehe, kann ich noch den Spiegel einklappen, die Farbe des Autos ändern, wenn ich da nicht das habe, was ich effektiv habe oder ich eine andere Farbe will, irgendwie ein pinkes Auto mir da einstellen oder rot, weil es mir besser gefällt, kann man das alles machen. Ich kann eben die Spiegel einklappen, ich kann den Heckspoiler automatisch auslassen und die Heckklappe auch über den Touchscreen öffnen. Auf der linken Seite haben wir eigentlich alles, was man sonst braucht, eben Musikeinstellungen oder Multimedia-Einstellungen, Fahrmodus und so zuletzt verwendete Apps. Ich kann das auch alles bearbeiten und konfigurieren, so wie ich es am liebsten hätte. Und da unten sind so die Quick-Funktionen, die man am häufigsten braucht. Eben, zum Beispiel Spiegel einklappen, Lautstärke, Klimaeinstellungsmöglichkeiten, Sitzheizung. Und das kann ich alles noch bearbeiten. Wenn ich da zum Beispiel runterziehe und auf Bearbeiten klicke, kann ich die auch rauslöschen und durch etwas Neues ersetzen. Zum Beispiel statt der Sitzheizung, wenn ich Belüftung drin habe, ziehe ich die einfach dorthin, wo ich es will. Und dann ist es da unten eingestellt. Funktioniert relativ intuitiv, das funktioniert wirklich gut, muss ich sagen. Was es natürlich ist, das ist noch relativ neu in Europa. Das heisst, ich finde ab und zu ein paar lustige chinesische Übersetzungen. Ich suche jetzt mal ein paar raus, damit wir ein bisschen die anschauen können. Lustig zum Beispiel Ambientenlicht und Ambientlichteinstellungen. Zusätzlich auch nicht das Panoramadach oder Sonnenrollo, sondern Sonnenschirm. Sonnenschirm öffnen und Sonnenschirm schließen. Ja, das wird in den nächsten Software-Updates sicher behoben, aber jetzt können wir uns noch ein bisschen darüber amüsieren. So, und dann schauen wir mal, wie sich der fahrende Computer so fährt. So, wie fährt sich also der Mazda 6? Was mir beim Manövrieren gerade auffällt, wenn ich da so ein bisschen locker flockig rückwärts fahre, komme ich mit meinen Fingern oben an der Scheibe an. Das ist mir bis jetzt im Auto noch nicht so passiert. Klar, das ist jetzt nicht ganz die normale Art zum Fahren, aber es ist mir einfach aufgefallen, als ich angefangen manövrieren habe, dass ich da mit meinen langen Fingern oben an der Scheibe ankomme. Also für grössere Personen, mit grossen Händen, ist das vielleicht etwas, was man muss beachten muss. Aber ansonsten muss man sagen, ein sehr bequemes Auto. Ich finde jetzt auch da, wo wir sehr eine unebene Straße haben, tut das super ausbalanciert. Ich spüre überhaupt nichts von dem. Es ist sehr angenehm, es ist klar, ich spüre die Straße, aber es ist jetzt nicht überhaupt nichts, was irgendwie mich stört während dem Fahren. Und das ist jetzt wirklich eine sehr schlechte Straße. Vom Durchzug, klar, wir haben hier einen Elektromotor mit etwas über 250 PS. Ist natürlich eigentlich in der Elektroautosphäre nicht so wahnsinnig viel, aber so der wirkliche Punch, den man eigentlich vom Elektroauto braucht, innerorts und wenn man auf die Autobahn auffährt, die hat er definitiv. Er braucht zwar ein bisschen, aber er kommt. Und das langt definitiv für jede Situation in der Schweiz. Das Lenken, muss ich sagen, sehr direkt. Es ist jetzt natürlich nicht sportlich, aber es fühlt sich überhaupt nicht schwanger an. Also ich bin da wirklich sehr dynamisch unterwegs. Liegt natürlich auch an der Batterie unten dran, aber ich kann mit dem auch gut mal ein bisschen Spass haben, wenn es kurvig wird. Zu dem Assistenzsystem, alles was man braucht, ist drin. Er hat fast ein bisschen too much in meiner Meinung. Man kann aber alles abstellen, also da keine Sorge. Aber so die Aufmerksamkeitsfunktionen
Thematik, eben der Sensor, der vorne mich die ganze Zeit anschaut und wenn ich mal ein bisschen auf den Bildschirm schaue, fährt es da von Pfeifen. Ist natürlich eine gute Sache, wenn es wirklich ein Ernstfall ist, aber ansonsten kann es auch ein bisschen störend wirken. Ich muss sagen, das Head-Up-Display ist super, es ist gestochen scharf. Ja, es fühlt sich an, als wäre es etwa 10 Meter vor mir auf der Straße draussen. Finde ich eine schöne Distanz. Was ich würde ein bisschen bemängeln, ist vorne der Screen, das Cockpit-Display, ist ein bisschen klein von der Schrift her. Also die Schriftart ist sehr ein kleiner Font. Das heisst, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt die perfekte Korrektur bei der Brille hat oder in der Nähe nicht so gut sieht, kann es natürlich sein, dass man dann da ein bisschen Mühe damit hat. Jetzt beim Manövrieren, was sehr cool ist bei tiefer Geschwindigkeit, wenn ihr merkt, wir sind in der Nähe vom Auto, habe ich jetzt links eine Anzeige von meinem vorderen Rad. Also ich sehe da perfekt, wenn zum Beispiel ein Bordstein kommt und kann um den herum manövrieren. Also für Parkhäuser und so weiter ein Top-Feature, das automatisch kommt und man muss nicht zuerst suchen, dass die Kamera auftaucht. Also vom Komfort her und so ein bisschen sicherheitstechnisch top ausgestattet das Auto. Was ich schon erwähnt habe, die schönen rahmenlosen Scheiben von den Türen sind nicht nur mega schön, sondern sie sind auch wirklich dick. Also wir haben hier eine Schallisolation, die echt top ist. Es fühlt sich drinnen richtig ruhig an. Zusätzlich natürlich auch die wirklich gute Verarbeitung. Man merkt da wirklich keinen Qualitätsunterschied zu, sage jetzt mal, einem Mazda-Produkt aus Japan und einem Produkt aus chinesischer Produktion. Es ist wirklich topwertig. Also, das haben wir bis jetzt in den letzten KUs nicht mehr so gehabt, dass sich ein Auto so wirklich gut verarbeitet anfühlt und vor allem in dieser Preisklasse. Es wackelt nicht, es knarzt wirklich gar nicht. Es sind super schöne Materialien, die verbaut worden sind. Und es macht ehrlich gesagt einfach Spass, drinnen zu hocken. Man hat das Gefühl, man ist in einem viel, viel teureren Auto drin, wie man effektiv drin ist. Und ich denke auch, wenn man einen Passagier hat und das erste Mal mitfahren, wird man sicher ein Wow hören. Noch schon eben wegen den Materialien, wegen dem Licht drin, wegen der Lautstärke, die man drin hat. Es ist so ruhig, es ist angenehm. Also wirklich, ich bin fast ein bisschen am Schwärmen. Ich merke es, das ist unüblich. Aber ich muss sagen, ich bin echt überzogen von diesem Auto. Klar, über das Screen und das Infotainment, über das müssen wir noch mal ein bisschen reden. Vor allem, weil es noch sehr viele Schreibfehler und nicht korrekte Labels hat. Das sind aber alles Themen, die man mit einem Software-Update lösen kann. Und ich denke, oder es ist ja gesagt, dass da Mazda dran ist und in den nächsten paar Monaten das alles gefixt werden. Und dann ist das nachher ein Thema von der Vergangenheit. Aber da hat man definitiv auch in diesem Preissegment meiner Meinung nach das schönste, das luxuriöseste und definitiv das komfortabelste Fahrzeug. Gut, kommen wir zum Fazit. Der Mazda 6e, was bietet er alles? Meiner Meinung nach wirklich ein Top-Paket. Vor allem für den Preis. Also Preis-Leistung finde ich super, vor allem weil man auch schon von Anfang an als Basisausstattung sehr, sehr viele Features bekommt. Panoramadach, Head-Up-Display, alles ist in der Basis dabei. Das heisst, man hat schon mal von Anfang an ein gutes Package. Vom Fahren her ist er angenehm, nichts weltbewegendes, aber genau das sucht man auch bei diesem Auto. Also ich glaube, auch die kleinen Sachen, die jetzt noch ein bisschen stören, eben nicht ganz korrektes Infotainment-Menü und so weiter, das wird alles noch behoben mit Software-Updates. Also ich glaube, man kann da gut und gern schon jetzt zuschlagen und sich den Mazda 6 holen. Schau nächste Woche wieder mit einem neuen YouTube-Video vorbei. Wir sehen uns.